So, hallo und herzlich willkommen heute bei LCE Performance. Wir stellen euch heute mal was vor, was mit Sicherheit nicht alltäglich ist, was es so auch in Europa noch nicht gibt. Also wir haben, beziehungsweise wir wissen, dass es in Amerika wohl schon einen gibt, und zwar einen GT3 991.2 Biturbo oder Turbo. Die ganze Sache relativ spannend. Warum? Hochdrehzahlkonzept in einem Saugmotor von Porsche, der schon sehr, sage ich mal, am Limit läuft. Den jetzt noch aufgeladen in einem Mildaufladungsprinzip, also nicht mit hohen Ladedrücken, aber trotzdem steigt der mittlere Verbrennungsdruck doch nochmal gewaltig an. Aber ja, mit ein paar Optionen, die wir jetzt zur Verfügung haben, sollte das Ganze eigentlich vernünftig laufen. Wir haben den Kit von unserem Partner ES Motor. Es läuft einer wohl schon in Abu Dhabi, ich glaube ja, da hat er schon einen hinverkauft. Also das sind so, ihr seht, weltweit gibt es da noch nicht allzu viel von der Sache. Wir haben hier den 991.2 GT3 RS Weissach von den RS Hardcore Jungs, vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Wir stellen euch das jetzt nochmal am Auto vor, jetzt schaut schon ein bisschen leerer aus. Wenn ihr da mal reinguckt, da war mal ein Motor drin. Sehr schön zu sehen, wir haben also jetzt schon die Unterdruckleitungen verlegt, die MEF-Leitungen, die nach hinten laufen mit der Stahlflexleitung, was dann hier alles praktisch angeschlossen wird. Das Ganze ist alles mit einem Dash-System verschraubt, das kennen wahrscheinlich viele von euch, was wir für sehr praktikabel halten und auch halt extrem zuverlässig, wenn man gute Fittinge findet. Also die billigen Fittinge aus Wish oder weiß der Geier wo, lassen wir einfach weg. Die guten Fittinge von Red Hose oder dergleichen, das kann man wirklich verwenden und hält auch dementsprechend. Aus folgendem Grund auch, wenn ihr euch mal anguckt, da kommt der Motor rein, da hinten sind die Verschraubungen. Wenn wir da Undichtigkeit haben, haben wir ein ziemlich großes Problem. Das bedeutet, wir müssen uns zu 100% darauf verlassen können. Also das funktioniert wirklich hervorragend. Das ist nicht das erste System, das wir mit den Dash-Systemen ausgerüstet haben. Jetzt seht ihr hier auch mal ganz lustig, sieht man auch eher selten, zwei GT3 RS 991.2 Motoren samt Getriebe. Also das ist eher selten. Was der Unterschied jetzt ist, ihr seht schon, hier ist der Krümmer oder der Fächerkrümmer mit der V-Bahn-Schelle bzw. mit der V-Bahn-Eingrenzung an die Auspuffanlage von vorher, die ja bekanntlicherweise Straight Pipe war, extrem laut. Und das Auto wohl eines der lautesten war, die jemals bei unserem Prüfstand waren. Also so viel zu dem Thema. Das ist also der Motor, der drin war, und wir ersetzen das komplett. Das heißt, wir bauen nicht an dem Motor an, sondern wir ersetzen das komplett durch einen neuen 991.2 GT3 RS Motor und bauen hier, sieht man eigentlich ganz gut, die Fächerkrümmer und die Turbolader an. Auch eine Straight Pipe, wird aber mit Sicherheit nicht so laut, wie die ganze Situation früher im Saugmotor war. Aus dem Grund, Verdichtung ist die gleiche, unter Druck wird es wahrscheinlich relativ knackig, aber die Turbolader nehmen doch einiges an Lautstärke weg. Was man hier sieht, die ganzen Verkabelungen, also Öl, Wasser, Zulauf, Rücklauf, das ist schon alles dran. Natürlich bei Porsche, wenn das Ding drin ist, geht da nichts mehr mit anbauen. Das heißt, es muss alles schon vorher dran sein und jetzt wird er dann in einem ganzen Stück dann eingehoben. Worauf wir sehr gespannt sind, ist die neue G-Serie von Garrett, was die dann wirklich im Endeffekt an Leistung bringen. Okay, mit einem Laderdiagramm kann man immer das so halbwegs abschätzen, aber erst wenn das wirklich läuft und der Volumenstrom vom Motor wirklich anliegt, kann man sagen, wie sprechen Sie an, wie ist dann das Druckverhalten. Aber mit dem Ladedruck, was wir anstreben, sollten sich die Lader eigentlich spielen. Also wir sind im Mildaufladungsbereich, das heißt also deutlich unter 1 Bar, was aber heißt, ja, das Mildaufladungsprinzip, ja, werden wir schauen, was die Lader da bringen. Aber ich denke relativ gut vom Ansprechverhalten her, weil das die G-Serie doch einen guten Ruf hat. Wir haben sie nicht verbaut. Werden wir mal gucken, was die Dinger können. Werden wir sehen. Was wird an Leistung denn angepeilt? Also prinzipiell ist mal grundsätzlich 800 bis 900 PS die Range, die wir hinwollen. Jetzt sagt ihr, okay, 500 plus hat eine Serie 520 und jetzt gehen wir auf 800, 900 PS. Ist nicht der Riesenschritt, ist es doch.
Ja, weil das ist immer, der Grundmotor ist der gleiche wie vom GT3 RS, aber mit Aufladung, also mit diesen 0,4, 0,5, 0,6 Bar werden wir sehen, wie weit wir gehen können. Und jetzt sagen die meisten, Wildaufladungsprinzip, müssten wir jetzt aufgepasst haben, ist ja deutlich unter 0,6, 0,7 Bar Ladedruck. So, wie schaffen die das? Mit einem sehr hochverdichteten Saugmotor. Thema ist, wir benutzen MEF und das nicht das erste Mal, also Methanol. Einspritzung hier in dem Fall von Snow Performance, der haben auch schon einige verbaut in den normalen Turbo bei höheren Regionen. Das senkt also wirklich die Klopfneigung deutlich und daher versprechen wir uns schon 800 bis 900 PS, die wir dann aus dem Motor rausholen. Also das System wird recht spannend. Was ihr hier noch seht, Ladeluftkühler von der Firma Wagner, wie immer 100% passgenau. Und für der Effizienz muss man wirklich sagen, wir hatten ja das Thema mehr Volumen Ladeluftkühler im Turbo oder im Porsche Turbo 991.1.2, was nicht unbedingt heißt mehr Leistung, hat zwar mehr Volumen, aber die Kühlleistung ist besser. Allerdings geht uns Ladedruck verloren, weil zu viel Staudruck etc. Was wir hier gelöst haben mit dem Wagner Ladeluftkühler, mit den Jungs von Wagner, da wo man wirklich ein sehr patentes System gefunden hat, eben genau zwischen der maximalen Kühlung und einem minimalen Staudruck dazu. Also das Paket funktioniert enorm gut, ist nicht die größte Leistung und es passt einfach. Ich brauche an einem Porsche nichts mehr rumschneiden, keine Kanten umlegen, keine Löcher bohren. Das passt wirklich 1:1. Das ist uns sehr wichtig, gerade bei solchen hochpreisigen Autos muss es aus unserer Sicht immer funktionieren, aber auch passen und ohne irgendwelche Beschädigungen oder Arbeiten an der Karosserie. Das war das. So, jetzt ist es soweit. Vielleicht, was ihr noch seht. Hier nach oben werden wir die Luftführungen vom Turbolader, die Ansaugung nicht im Rathaus haben, wie sie viele machen, was natürlich deutlich einfacher ist, sondern werden das Ganze nach oben führen und hinter dem Motor wieder ansaugen mit einem originalen Turbo-Luftfilterkasten. Was bedeutet, die Luftführung ist oben kalt und ich muss sie deutlich weniger Dreck aussetzen, wie wenn sie nur mit einem Pilz oder einer offenen Ansaugung unten im Rathaus ist, weil er aber genau dort immer den Dreck hast, so dass das Rad aufspült. Also das ist deutlich besser gelöst. Also ich glaube, dass das System sehr, sehr gut funktioniert. Bin aber selber sehr, sehr gespannt. Der Corby und ich, wir freuen uns wirklich auf die Fahrt und hoffen, dass wir den relativ bald fahren. Aber das wird wirklich innerhalb der nächsten 14 Tage soweit sein. Wenn das Wetter passt. Heckantrieb so und 800 Gott will, PS. Wetter scheint besser zu werden, aber wir werden es auf alle Fälle versuchen. So viel zum jetzigen Stand. Nächsten 1-2 Tage wird das Ding da wieder in seiner altbewährten Wohnung sitzen und da drin seinen Dienst wohl hoffentlich bald tun und die ersten Mucke wieder von sich geben, aber ihr werdet dabei sein. Stay tuned. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen und es war ein neuer Einblick mal in ein ganz neues Konzept und habt einen schönen Tag. Abonnieren und liken nicht vergessen. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end,